100 Jahre und 2 Monate. Die müssen reinhocken mit da 17,5 Jahre, ja, reingeguckt, aus nach Russland. Ja, und dann ist halt, dann habe ich gesehen, wie das ist. So wie ich in Russland war schon der Rückzug. Immer mehr haben sie uns zurückgejagt, nicht? Und dann habe ich schon gesehen, dass ich da in Sibirien landen werde. Dann habe ich mich weggemeldet zu den Fallschirmjägern, weil die haben gegen den Westen gekämpft, gegen die Armee. Und da habe ich mich weggemeldet. Und da, Gott sei Dank, bin ich weggekommen von Russland. Bin später einmal dann eben von den Amerikanern gefangen worden. Aber nur 14 Tage, dann bin ich über den Zaun und 14 Tage die 400 Kilometer von Bayern nach Klagenfurt über die Berge haben. Und wenn ich heute höre, dass die EU und alle da wieder umeinander reden von einem Angriff auf die Russen oder in der Ukraine einsetzen sie möchten und alle so junge Burschen sind, als wie ich war mit 17 Jahren. Und die sollen selber kämpfen, die was nämlich oben immer diktieren, über ein ganzes Volk hinweggehen und einfach die Jungen hinmorden lassen, nur um an vielleicht, weil hinter seiner die Industrie steht, die was irgendeine Rohstoffe braucht oder seine Geschäfte schwinden sehen. Mit einer Rakete könnten da unten tausende Kinder gerettet werden oder Blinde und andere operiert werden. Mit dem Wert von einer Rakete. Hast du dich jemals gefragt, was uns die allerletzten Zeitzeugen aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges erzählen können? Ich habe heute die große Ehre, einen 100-jährigen Zeitzeugen zu interviewen. Und dieser 100-jährige Zeitzeuge erzählt uns heute, wie er 100 Jahre jung geworden ist, wie er den Zweiten Weltkrieg erleben musste, was wir tun können, dass sich die Zeit vom Zweiten Weltkrieg nicht wiederholt und welchen Ratschlag er dir mit auf den Weg geben würde. Ich bin der Daniel Pleunig, bin diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger und genau diese wertvolle Lebensgeschichte wirst du heute bekommen. Darf ich fragen, wie jung Sie sein? Ja, jetzt bin ich 100 Jahre und 2 Monate. Wie fühlt es sich an, so 100 Jahre jung zu sein? Ich werde was sagen, bis 90 habe ich überhaupt nichts bemerkt. Überhaupt nichts. Ich habe mit dem mitgetanzt, ich habe da Fahnen geschwungen, ich habe überhaupt nie gedacht. Erst nachher, wie mein Sohn da gesagt hat, er wird 70er Jahre feiern, da habe ich gesagt, Mensch, wie alt bin ich noch, ich schon. Ich habe gar nichts gedacht. Ich habe mit den Jungen alles mitgemacht. Ich war immer mit den Jungen, ich war einfach jung. Ich habe nie gespürt. Jetzt, natürlich, das letzte Jahr habe ich eine Lungenentzündung gekriegt, mit Wasser. Da haben sie die schon gesagt, ja, der kommt eh nicht mehr heim. Aber da habe ich wieder die Hilfe gekriegt, nach der Lehre von Bruno Gröning. Mit der Hilfe ist es gegangen, dass ich wieder gesund worden bin. Weil in der Lungenwasser, das hat zwar gedauert, 11 Wochen, aber ich habe es gepackt. Weil ich war von 11 Jahren an arbeiten. Mit 11 Jahren habe ich Vormittag in einer Töpferei gearbeitet. Dort habe ich auf die Maschine den Lehm aufgegeben und der andere hat abgedruckt und die habe wieder weitergeladen. Und da haben wir für den ganzen Vormittag so ein Stück Rostwurst gekriegt. Und das war schon für uns viel, für einen Vormittag. So hat das das. Später mit 14 Jahren ist beim Aufforsten, haben sie immer müssen, die Setzer haben immer müssen die Nachschub haben. Und da waren so eine Ballen, die waren so 100 Pflanzen oder noch mehr. Und die habe ich immer müssen nachtragen, den ganzen Tag. Und Wasser versorgen, die Setzer, ja, das war meine zweite Arbeit. Und dann das Holz fürs ganze Jahr hat zum Arzt, die haben wir da auf einen hohen Berg runtergetragen, dort waren geschlagene Baum, da haben wir die Äste runtergetragen, für den ganzen Winter, aber am Kopf. Da können Sie aufschauen, da, wie das ausschaut. Das bin nicht ich, aber es ist auch so, wie wir das gemacht haben.
Sie haben erst mit 1934, glaube ich, erst einen Strom gekriegt. Vorher hat es nur so Petroleumlampen gegeben. Ja, da haben wir das ganze Haus auf Petroleumlampen gehabt. Da war nichts da. Der Leierbrunnen draußen und oben haben noch dann auch noch 4 Leute gewohnt. Also das war ja unglaublich, wie früher war. 2 Leute, 2 Räume, 4 Leute, dann ist daneben dazugebaut worden, waren auch wieder 2 Erwachsene und 2 Kinder. Und alles zusammen waren, jetzt kann man fast sagen, eine gewisse Zeit fast 12 Leute da, ein Vollklosett und ein Leierbrunnen. Das war das Leben damals. Und die Waschmaschine, das war auf dem Herd oben, ein großer Häfen, wo sie die Weißweiß drin gekocht haben, da weißt du, wie lange das braucht, dass auf einem Sparherd da 10 Liter Wasser raus sind. Und so haben sie nachher mit der Waschrumpel in einem Wandel drin die Wäsche gewaschen. Und dann da schwimmen und da so viel Wasser vom Brunnen aufhandeln, weil damals war noch kein Leierbrunnen. Da haben wir nur ein paar Ringe gehabt, Grundwasser war da wenn es geregnet hat, oft gleich einen halben Meter. Und sonst war es höchstens 1,5 Meter unten. Mit einem Schöpfer hat die müssen aufziehen, das Wasser zum Schwimmen. Also da musst du fahren, da muss auch mitgemacht haben. Heute Siege oder so alles ganz anders. Damals hat man sich nichts gedacht. Das war halt so. Wie gesagt, mit 14 Jahren, da habe ich kein großen Geld mehr vom Vater gekriegt, hat er selber keins gehabt. Dann hat er auch müssen einrücken. Und in der Zeit, wo ich gelernt habe, da habe ich ja 4 Mark verdient die Woche. Die habe ich müssen Stiefmutter abgeben, weil meine Mutter ist ja mit 42 Jahren, 36 Jahren gestorben. Das war in 36 Jahren, da haben sie den Dollfuss ermordet. Und das habe ich auch noch im Kopf. Am helllichten Tag, 2 Nachmittag, einfach in die Regierung reingegangen und beim Schreibtisch haben sie ihm da geschossen. Dann hat er da eine Ehre, dann haben sie ihn noch erwischt. Dann haben sie, glaube ich, hingerichtet, die Österreicher. Und nachher, wie der Anschluss war bei Hitler, dann war da in Klagenfurt sofort auf Eilige Florian ein Turm rund um einen Turm umgebaut. Dann ist schon oben gestanden, nicht mehr Heilplatz, sondern Otto Planeterplatz. Weil so hat der Carsten, der was in der Luft da geschossen hat. Hat sich da viel verändert damals, wie das mit dem Anschluss Österreichs war? 1938 ist da viel anders geworden. Es ist dann eine Diktatur gekommen. Es ist alles vorbestimmt worden. Die Jugend um 10 Uhr hat keiner mehr dürfen auf der Straße erwischt werden oder in einem Gasthaus. Da war extra die Eltern, die was bei der Hitlerjugend 18 Jahre waren, die müssen auf die anderen wieder heimschicken, 2-mal zu den Eltern, sonst sind noch die Eltern belangt worden. Die Kleinen mit 7 Jahren waren schon bei den BIMF, mit 14 Jahren waren bei der HJ, was haben sie auch schon gelernt, Marschieren, Kompass und all so Sachen. Auch wieder eigentlich für den Krieg vorbereitet, Vorausbildung. Ich war, wenn ich nicht zum Dienst gekommen bin, sind sie mir auch umgegangen. Aber ich müssen verteidigen mich, weil ich gearbeitet habe oder so was. Was ist mit den Leuten passiert, die nicht eingerückt sind, weil sie haben dann einrücken müssen, sie haben ja keine Wahl gehabt? Ja, jeder. Und die haben sie halt dann eingesperrt, einige sind hingerichtet worden, alles Mögliche, wegen Verweigerung, Dienstverweigerung. Ja, das haben sie mit den Soldaten auch gemacht, die was irgendwie zurückgekommen sind, keine Papiere gehabt haben und die Feldgendarmerie sie erwischt hat. Da haben sie auch geschnappt. Ja. Wollen Sie erzählen, wie Sie damals die Kriegszeit miterlebt haben? Ja, die Kriegszeit, die müssen reinhocken mit da 17,5 Jahre, ja, reingeguckt, außer nach Russland. Ja, und dann ist halt, dann habe ich gesehen, wie das ist. Das heißt, mit 17,5 Jahren haben Sie schon einrücken müssen? Ja, 17 Jahre, dann habe ich auch gesehen, was das ist. Nicht? Natürlich, nachher, so wie ich in Russland war schon der Rückzug. Immer mehr haben sie uns zurückgejagt. Nicht? Und dann habe ich schon gesehen, dass ich da in Sibirien landen werde. Dann habe ich mich weggemeldet zu den Fallschirmjägern, weil die haben gegen den Westen gekämpft, gegen die Armee. Und da haben wir weggemeldet und da Gott sei Dank bin ich weggekommen von Russland.
bin später einmal dann eben von den Amerikanern gefangen worden, aber nur 14 Tage, dann bin ich über den Zaun und 14 Tage die 400 Kilometer von Bayern nach Klagenfurt über die Berge haben. Ja. Aber schon, Sie sind in 14 Tagen 400 Kilometer von Bayern bis da nach Klagenfurt, haben Sie sich durchlaviert? Ja, aber immer nach der Waldwege und so. Und oft haben wir auch wieder von Süden Lanzer getroffen, die auch dort davon gegangen sind, sich durchgeschlichen haben. Dann hat dort den einen den anderen gesagt, ja, da kannst du gehen, da kannst du gehen. Ja, so war's. Nur zum Essen haben wir schwer gehabt unterwegs. Das ist nicht einmal einen Erdäpfel gekriegt. In Salzburg überhaupt nicht. In Kärnten haben wir das erste Mal in einem Bett geschlafen. Da war eine Familie, die hat da die Szene draußen gehabt, die noch nicht daheim waren. Und die hat gesagt, ja, könnt ihr bei mir unschlafen. Haben sie eine, ich glaube, mit Birkenfedern gefüllten Sack gehabt. Nicht, man hat ja früher auch bei der Bauern eine Straße gehabt oder mit Birkenfedern gefüllt. Und dort sind wir das erste Mal geschlafen und da haben wir einen Sterz gekriegt unter Milch. Das war halt ein Erlebnis dann. Ja, und dann sind wir noch 2 Tage gegangen, aber wir daheim. Ja. War das da eine spontane Aktion, dass Sie gehen? Haben Sie so gesagt, da bleibe ich nicht und da gehe ich jetzt einfach? Nein, ich hab schon in Russland immer bei Landkarten gehabt, wie ich da heimkomme. Das habe ich schon immer bei mir gehabt. Obwohl in Russland ich gar nicht mehr war, da war ich bei der Armee, gegen die Armee. Und da bin ich immer näher gekommen, in Deutschland immer näher zu uns, zu unserer Heimat. Und in Bayern haben sie uns halt gefangen. Und ja, da bin ich auch abgehauen. Ja, also etwas musst schon, ein bisschen musst schon wief sein, wenn du ein bisschen weiter kommst. Du darfst nicht über die Grenze gehen, der Gesetze, aber oft habe ich schon ganz knapp, war ich schon dabei. Sie haben selbst mitgedacht. Obwohl sie keine Wahl haben, dass sie mitgehen mussten, haben sie trotzdem immer so geschaut, wie können sie trotzdem so für sich das Beste rausholen und so schauen, dass sie im Leben davonkommen. Ja, freilich. Klar. Und dann natürlich der Aufbau. Da war in Klagenfurt war ja auch so zerbombt. Und dann alle haben auf den Aufbau gewartet. Wir haben ja den Wohlstand dank ihrer Generation, weil sie nachher dann alles aufgebaut haben wieder dann. Ja, mit aufgebaut, ja. Um die alle damals. Das war ja das. Da hat keiner gefragt. Es hat eben kein Essen gehabt. Da war ja nach 2 Jahren Lebensmittelmarken. Da hast du kriegt ein paar Gramm Fett, ein paar Gramm Brot, da hast du mehr gekriegt, 1 Kilo fast die Woche. Das hast du gekriegt. Das war ja alles rationiert. Wie gesagt, wir machen die Videos, dass wir einen Beitrag für den Frieden auf der Welt da beitragen können. Was können wir machen, dass eben das nicht nochmal kommt? Ja, eben, das ist eben. Es gehört in der Schule schon ein richtiger Gegenstand rein, wo die Jugend und das auf den Frieden hinarbeiten. Und wenn sie größer sind, so gewappnet sind, dass sie sagen, da lassen wir uns nicht mehr reintheatern. Und dass das auch noch ein bisschen der Politik vorgedrängt, was das Volk will, das will aber das sind ja alle tierisch, die hören nichts, weil sie nur die Handlanger und die Aushebenden sind von den Hintern, von den Rüstungslobby von ein paar Mann ziehen. Und wenn ich heute höre, dass die EU und alle da wieder umeinander reden von einem Angriff auf die Russen oder in der Ukraine einsetzen sie möchten und alle so junge Burschen sind, als wie ich war mit 17 Jahren oder mein Enkel, ich habe meine nicht zum Militär gelassen. Ich habe ihnen auch gesagt, ihr könnt Zivildiener sein, sie haben beim Roten Kreuz gearbeitet, im Krankenhaus, und da gehört die Jugend hin und die sollen selber kämpfen, die was nämlich oben immer diktieren, über ein ganzes Volk hinweggehen und einfach die Jungen hinmorden lassen, nur um an vielleicht, weil hinter seiner die Industrie steht, die was irgendeine Rohstoffe braucht oder seine Geschäfte schwinden sehen.
wenn Sie für den Frieden was tun wollt, dann muss man in der Schule anfangen. Bei den Kindern. Ja, und nicht so von den Kriegern erzählen, sondern schon erzählen, was da verschoben ist, aber dass wir eben in Zukunft alle leben können. Mit einer Rakete könnten da unten tausende Kinder gerettet werden oder Blinde und andere operiert werden. Mit dem Wert von einer Rakete. Und wo geht das Geld hin? In die Richtung. Und in Amerika schlafen sie ja unter der Brücke so und so viel. So ist es ja nicht. Und auch bei uns sind nur gar mehr. Und das wird jetzt noch schlimmer werden. Ja, da wird nicht mehr die Zeit kommen, wenn sie wissen, wo sie hinkehren, dann wissen sie, wer ihnen noch helfen kann. Ja, wenn sie wissen, was für Richtung richtig ist. Den Frieden auf der Welt, das ist klar, die Leute müssen bei einer Gemeinschaft sein, müssen auf den Frieden hingewiesen sein, wegen was sie auf der Welt sind, dass sie da auch was zu tun haben und da, dass man eben gesetzmäßig lebt und dann wird auch der Friede. Aber natürlich, wenn die Menschen heute überhaupt nichts mehr glauben, ich rede jetzt nicht von besonders an der Religion, weil die Religionen haben das nur Nachteile kommt, die kämpfen nur gegenseitig, aber sie haben wenigstens in die Leute gesagt, dass es einen Herrgott gibt und dass es eine Gesetze gibt. So viel haben sie schon mitgekriegt, die Leute. Aber sonst im Großen und Ganzen, die Religionen, die kämpfen alle gegen sich und tun einer den einen Feind und den anderen Feind die Waffen segnet. Das ist nicht nach dem Gesetz Gottes. Und das Wichtigste ist, dass da die Leute irgendwie hingeführt werden zu einem echten Glauben, dass auf Frieden sein muss und dass man dort nicht hinarbeitet. Da muss man aber schon bei seinen Gedanken anfangen, nicht alles negativ, weil wir sind ja in einem Sumpf von Negativen. Die Meldungen, was da kreuz und quer gehen mit den Millionen Handy, das sind meistens alles negative Meldungen. Du hörst ja selten, höchstens, wenn ein Feuerwehrmann einmal einen Kotz vom Baum runtergeholt hat, das ist was Positives. Und das Wichtigste ist eben der Frieden. Und da muss man eben die Leute, so weit bringen, dass sie ein bisschen gotthörig werden, und da wird der Frieden werden. Und dass man für die nicht verurteilt, dass man eher für die bittet, dass die umdenken und nicht in einen Krieg eintreiben, das Volk, sondern in einen Frieden. Das ist meine Meinung halt noch. Und was ist dann wichtig im Leben? Was ist wichtig im Leben? Wichtig ist die Gesundheit. Und auf die muss man schauen. Wir haben einen Körper und auf den müssen wir schauen. Also, dass man arbeitet, dass man sich bewegt, dass man was tut. Haben Sie irgendwas Bestimmtes gemacht, dass 100 Jahre geworden sind? Erstens habe ich nichts geraucht, zweitens habe ich nichts getrunken und viel Bewegung. Beim Tanzen, es gibt, da kannst du Aerobik und Sport und was sie wollen, die können machen, was sie wollen, alles mit Gewalt. Und beim Tanzen ist alles locker. Da ist die Musik dabei, es gibt nicht eine einzige Gelenk, was nicht beweglich ist. Du musst durchsteigen, musst da, musst dran, auf und so weiter. Als dann das Volkstanzen. Wir sind zusammengekommen vor 14 Tagen, die alten Tänzer, ja. Da waren wir 25 Leute, sind wir zusammengekommen. Mit 80 Jahren, die Frauen, mit 80 Jahren, die Tänzer mit 91, 93, 97. Ja, alle Tänzer sind immer alle gesund, sie sind nicht alle gesund. Wir kommen alle Jahre 3-mal zusammen und sie sind gesund. Das ist, ich kann nur jedem sagen, wenn die mir die Ärzte fragen, sagen, Volkstanzen, klar lacht da jeder, aber das Volkstanzen ist etwas gewesen, wo ja, es ist ja nicht ein normales Tanzen, sondern es sind die Figuren viel. Aber Figurentanz, der hat ja ziemlich einige Figuren und muss drüber steigen, unter durch und alles Mögliche. Ja, das Tanzen war's, das kann ich sagen. Und was für einen Ratschlag würden Sie den Menschen mitgeben, die was jetzt die Geschichte von Ihnen gehört haben, allgemein gesehen?
von der Jugend, die Jugend lernen von den Eltern, dass sie gesetzmäßig leben, dass sie für den Frieden sein und nicht nur hörig sein, was die Politiker sagen, sondern dass man eben auf den einzigen Gedanken immer hat, Ruhe und Frieden. Und das muss über die Welt ausstrahlen. Jeder Gedanke hat ja Kraft. Der kommt genauso wie die schlechten zu uns kommen die guten Gedanken auch zu gewissen, die was alles auffassen und dann ist schon eine Friedensbewegung da, eine kleine. Nicht? Und so fängt das halt an bis zum Großen. Und das sind ja heute, wenn du in YouTube reinschaust, das ist ja unglaublich, was da, wie viele verschiedene Gruppen für den Frieden oder für Gott die Leute zu Gott bringen wollen. Und wenn die Leute bei Gott sind, dann ist der Frieden. Und da in den YouTube reinschaust, da sind ja einige drinnen, wenn einer was wissen will, sollte er reinschauen. Und dann dort wird überall hingewiesen, eben auf, dass es einen Herrgott gibt und das ist dann der Frieden in den Leuten. Das glaube ich, das ist wichtig. Und der Familie muss auch da Frieden sein. Aber es ist ja auch schwer heute. Die Frau ist ja ist am schwersten. Die muss noch vor die Kinder den Kindergarten führen, dann muss sie arbeiten gehen, dann muss sie abends schnell einkaufen oder Kinder abholen, dann noch vielleicht noch schnell kochen was, am Samstag, Sonntag die Wäsche machen. Also die Leute sind ja heute so eingezwängt in ein System, die müssen arbeiten heute. Das hat es früher bei mir nicht gegeben. Meine Frau hat nicht arbeiten gehen brauchen. Ich bin abends, was ich nicht sagen darf, fuschen gegangen. Ich habe halt dort daneben gearbeitet, da was, wo ich dann meinen Roller gekauft habe. Natürlich habe ich 5 Jahre gebraucht, bis ich den eingespart habe. Mit dem normalen Lohn haben wir leben müssen. Und dann habe ich 2 Kinder waren, dann habe ich die Frau überhaupt nicht arbeiten lassen. Die waren nicht immer daheim, aber das geht heute nicht mehr. Nicht. Wollen Sie zum Abschluss noch erzählen, wie Sie Ihre Frau kennengelernt haben? Meine Frau, die habe ich beim Nachbar kennengelernt. Dort war sie, beim Nachbar ist sie vom Brückl runtergekommen und dort sind sie gut Bekannte gewesen. Da war sie herin, weil sie da in Klagenfurt gearbeitet hat. Ja, und die Hausfrau dort hat halt den Geburtstag feiern wollen von ihr, weil sie 16 Jahre war. Und da hat sie halt den Nachbarn und mich eingeladen. Sind wir halt da und hin. Da war halt eine Geburtstagsfeier. Nicht? Und ich weiß nicht, die Hausfrau hat auf einmal das Licht ausgeschaltet, warum, weiß ich nicht. Und da war halt ein Schmutzer gegeben. Und da war es passiert. Und am nächsten Tag, da haben wir uns halt kennengelernt, immer näher. Nicht? Ja, so was. Ja, frech war ich immer. Also dann, wenn ich nicht so frech war ich nie heimgekommen. Da war ich wahrscheinlich nie von Russland weggetraut und hätte mich nie über aus der Gefangenschaft ausgetraut. Die anderen sind alle erst im Herbst entlassen worden. Ich bin halt dann im Mai davon gegangen. Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Gesundheit. Gesundheit, das ist nichts. Gesundheit ist alles. Und die wollen viele haben, aber die können sie nicht kaufen. Die kann man leider nicht kaufen. Da können sie die Milliarden stapeln, die Herrschaften von der Lobby. Viel möchten sie geben für Gesundheit, aber da müssen sie auch sich hinstrecken lassen. Auf das denkt keiner, dass er so und so viel Unrecht tut, dass er das einmal zum Ausbaden hat. Weil es wieder gibt's, was du siehst, wirst du ernten, oder es gibt nicht. Und das ist halt ein Gesetz, Ursache und Wirkung. Die Gesundheit und dann die Zufriedenheit. Weil das ist der größte Reichtum. Der Mangel an Bedürfnissen, das ist der größte Reichtum. Das ist irgendwie, wer hat noch, Agri hat das gesagt, dass da die Jugend ist, da wäre gewesen. Der größte Reichtum ist der Mangel an Bedürfnissen, das stimmt. Ich war eigentlich immer zufrieden.
Ich war immer zufrieden mit allem, was ich gekriegt habe. Ich war immer zufrieden und eine Freude gehabt. Und die Freude, das ist wichtig im Leben. Und das war beim Volkstanzen die Freude, das war mal wohin gefahren sind die Freude. Bei der Arbeit muss ich auch sagen, jedes Tor, alles oder was ich gemacht habe ich immer eine Freude gehabt, dass das schön gelungen ist. Also mir habe eigentlich auch mit schwerer Arbeit auch eine Freude gehabt, wenn sie fertig war. Und ich glaube, die Freude ist Leben. Dann bist du zufrieden. Freude musst du haben, ja. Das sage ich schon. Jeder schätzen, dass da dankbar sein für die Gesundheit, aber schauen, dass man in Frieden lebt und dass man eben die Freude anschaut und immer das Dunkle, das Negative. Ja, mehr kann ich nicht sagen.